Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Dell Latitude und zwar ein E5470 und wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt, zeige ich euch gleich, aber vorher ziehen wir erst einmal das Ladekabel vom Laptop. So, die genaue Modellbezeichnung finden wir auf der Rückseite und zwar hier und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Ganz allgemein kann man zu dem Gerät sagen, die Tastatur lässt sich sehr einfach lösen. Die kann man nämlich direkt von oben raushebeln und dann einfach austauschen. Und ja, auch das Display lässt sich super einfach tauschen, ohne dass man die ganze Einheit abbauen muss. Da muss man nur den Frontrahmen hier entfernen und dann kann man das Display tauschen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Ja, und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar einen PH0. Und als Besonderheit hier ist einfach nur, dass die Schrauben im Gerät bleiben, also im Gehäuse. Die muss man also nur locker drehen. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und das ist in diesem Fall super einfach. Der Stecker hat hier eine praktische Schlaufe, an der kann man den einfach abziehen. So, was sehen wir hier noch? Wir sehen hier drüben die SSD. Direkt darüber ist das WLAN-Modul. Und hier sehen wir die beiden RAM-Slots. Einer ist leer. Dann haben wir hier den Lüfter und den Heatsink. Der ist in dem Fall unter einer weiteren Abdeckung, aber dazu später mehr. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit der SSD an. Die SSD ist hier unter so einer kleinen Abdeckung, die kann man einfach abziehen. Und ja, um die SSD dann zu tauschen, nur die Schraube hier unten lösen. Und ja, dann kann man die leicht nach oben, unten rausziehen. Und dann gegebenenfalls durch eine neue ersetzen. Die kommt dann einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder rein und dann ist das schnell erledigt.
Anstelle der SSD kann hier übrigens auch eine 2,5 HDD drin sein. Da kann aber nur eins von beiden drin sein. Also ja, man könnte jetzt eine HDD mit einer SSD ersetzen. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Und dann springt der einem förmlich schon entgegen. Man kann den dann einfach rausziehen und umgekehrt einfach wieder genauso reinstecken und dann nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Um nun den Akku an sich zu tauschen, muss man nur eine Schraube rausdrehen, weil die mittlere Schraube hier bereits vom Gehäuse gehalten wurde. Das heißt, ich löse schnell die eine Schraube und dann kann man den Akku auch schon einfach nach oben aus dem Gerät rausnehmen und ja, gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. So, um an das Touchpad und auch an den Lüfter zu kommen, muss man hier die komplette Abdeckung, die zweite Abdeckung innerhalb des Gerätes lösen. Die ist mit mehreren Schrauben befestigt und ja, das muss man alles komplett entfernen, um dann den Lüfter, der jetzt hier nur reingeklebt ist, herausnehmen zu können. Ich zeige euch hier auf jeden Fall nochmal diese Art Steckverbindung, jetzt hier am Beispiel von dem Touchpad, weil das ist ein Kippstecker. Da kann man das Kabel nicht einfach rausziehen, man muss vorher den Stecker nach oben klappen, der gibt das Kabel dann frei und erst dann kann man es rausziehen. Und ja, beim Wiedereinstecken auch darauf achten, dass das bis zu dieser angegebenen Linie wieder im Stecker steckt und dann kann man den umklappen und ja, so funktionieren diese Stecker hier. Gut, den Akku wieder einzubauen ist denkbar einfach, den muss man einfach nur in das Gehäuse zurücklegen. Da gibt es auch nicht so viele Möglichkeiten. Dann kommt einfach der Stecker wieder drauf, nicht vergessen, und dann kann man den wieder festschrauben. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.